Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein V320 17 IKB und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar direkt hier oben. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell lässt sich hier noch sagen, dass man das Display tauschen kann, indem man den Frontrahmen abnimmt. Da ist es allerdings so, dass diese Schiene hier dazu verschoben werden muss. Das heißt, man kommt nicht umhin, trotzdem die gesamte Einheit abzubauen, um ja eben dann da ranzukommen überhaupt. Bei der Tastatur und auch dem Touchpad ist es hier so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein, die sind aber echt super einfach zu finden. Und hier ist es auch so, dass diese Schraube hier das Laufwerk hält und auch das Laufwerk muss man vorher rausnehmen. Aber wenn die Schraube hier raus ist, kann man das dann einfach hier zur Seite hin rausziehen. Und mit einfach meine ich, es ist nicht einfach. Offensichtlich. So, mal schnell schauen. Naja, okay. Also das verkantet sich da vielleicht ein bisschen und dann hebelt man das nach oben und zieht es dann raus. So viel zu einfach. Und ja, sobald man alle Schrauben gelöst hat, kann man eigentlich auch schon anfangen, die Bodenplatte zu lösen und ja, das zeige ich euch jetzt. Ganz allgemein übrigens, ich benutze hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Hier ist wirklich alles drin, was man so gebrauchen kann, von Öffnern, Schraubendreher mit allen möglichen Aufsätzen, Pinzetten und so weiter. Mega praktisch. Ich habe mir das jetzt hier schon mal rausgesucht und die Schrauben hier, die sind alle gleich lang. Die kann man also mit einem ganz normalen Schraubendreher öffnen und in dem Fall benutze ich hier ein PH0. Das ist auch alles hier super beschriftet. Und zum Öffnen, auch aus dem Werkzeugset, habe ich mir hier einen der Öffner rausgesucht. Hat auch den Vorteil, da sind ganz viele drin. Falls das mal mit einem nicht so gut funktioniert, dann kann man es einfach mit einem anderen ausprobieren. Und jetzt schauen wir mal, wo hier die Verbindungslinie ist. Und in dem Fall läuft die hier lang und geht dann hier an der Innenseite und läuft so einmal um das Gerät. Also hier kann man das zum Beispiel auch sehen, hier vorne. Genau, und dann muss man eben mit dem Öffner versuchen, in die Verbindungslinie zwischen Gerät und Unterseite zu kommen und das dann einfach so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und ja, ich fange da immer ganz gerne auf der Rückseite an. Ich probiere es zumindest, ob man da eine gute Öffnung findet, wie jetzt hier zum Beispiel. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Genau. Und dann hebelt man das eben auf. Das laute Knacken ist hier völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und dann arbeitet man sich so einmal um das Gerät drauf, einmal um das Gerät herum. Und ja, natürlich nicht mit Gewalt. Falls es mal irgendwo besonders schwer geht, ist es oft sinnvoller zu schauen, hat man wirklich alle Schrauben gelöst oder hat man da vielleicht eine vergessen. Und ansonsten kann man sich dann einfach einmal um das Gerät herum arbeiten.
Ich hoffe, dass man das hier sieht. Dann kann man meistens auch schon mit den Fingern dazwischen greifen. Und dann ist das oft eigentlich nur eine Geduldsfrage. Am Laufwerk hier natürlich, das ist natürlich ein bisschen dünn, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und ja, dann kommt die einem schon entgegen. Und dann kann man die mit ein bisschen wippen und hin und her ruddeln einfach abnehmen. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Das ist bestimmt super spannend. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor man irgendetwas an dem Gerät weitermacht, auf jeden Fall immer als allererstes den Akku vom Mainboard trennen, dass das Gerät keinen Strom mehr hat. Und man sieht hier den Stecker und er hat relativ robuste Kabel. Das heißt, den kann man einfach versuchen hier rauszuziehen. Genau so. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier neben dem Akku ist die 2,5 Zoll Festplatte. Es gibt auch nur die, also es gibt keinen anderen SSD-Slot. Das ist die einzige Möglichkeit, hier eine Festplatte anzuschließen. Dann sehen wir hier drüben den RAM. Hier ist das WLAN-Modul. Die Antennen laufen hier um den Lüfter herum. Da eben der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Hier ist noch die CMOS-Batterie. Die ist mit dem Kabel hier verbunden. Könnte man also auch super einfach tauschen. Die ist nur aufgeklebt. Kann man abziehen, Kabel trennen. Und das wäre also auch kein Problem. Den Akku zu tauschen, das ist hier super einfach. Der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Das ist nicht belegt und das ist nicht belegt. Also einfach sich dieses Dreieck hier merken. Und sobald man die Schrauben gelöst hat, kann man den nach oben hin einfach aus dem Gehäuse nehmen. Ja, und so eben auch gegebenenfalls tauschen. Den RAM zu tauschen ist auch super einfach, wie eigentlich bei allen Geräten. Der wird hier an der Seite von diesen beiden Klammern gehalten. Die muss man nur so ein bisschen nach außen ziehen und dann springt der einem quasi schon entgegen. Dann einfach aus dem Slot ziehen und ja, Einbau genauso einfach zurück in den Slot. Ganz nach hinten und dann wird er nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Die 2,5 Zoll ist hier in dem Fall nicht verschraubt. Die ist nur eingelegt und hält hier hinten an so einer kleinen Halteeinrichtung. Das kann man dann so ein bisschen nach innen drücken und einfach raushebeln. Aufpassen hier, der Stecker sitzt hier fest. Das heißt, man zieht die einfach ab. Und genau so macht man das auch umgekehrt. Der Stecker sitzt einfach hier drin, der Anschluss. Und da wird die dann wieder drauf geschoben. Ganz rein und nach unten gedrückt, bis das hier hinten wieder einrastet. Und sollte das mal ein bisschen schwerer gehen, dann nimmt man einfach hier ja, sich eine kleine Hilfe. Und dann kann man das auch so nach oben hebeln. Super einfach gelöst, ohne Schrauberei. Auch den Lüfter kann man einzeln tauschen. Auch der wird nur von Schrauben gehalten und das Kabel, was hier lang läuft, muss man trennen. Hier ist es nur so, dass die WLAN-Kabel hier einmal um den Lüfter herum laufen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die haben hier nur eine Steckverbindung. Also sollte man die aus Versehen lösen, ist das überhaupt kein Problem. Die kann man von oben einfach wieder draufstecken. Da ist auch sogar eine Bezeichnung drauf.
für das schwarze und das graue Kabel. Das heißt, man sieht genau, wo welcher Stecker hinkommt, falls man das irgendwie aus Versehen da löst. Was mir meistens immer passiert. Der Stecker geht in dem Fall nach oben hinweg. Das heißt, den kann man hier auch seitlich greifen und nach oben hin rausziehen. Genau so. Und dann kann man den Lüfter hier einfach aus dem Gerät nehmen, aus den Führungen hier die Kabel rausmachen. Das ist immer einmal oben, einmal unten, einmal oben und so weiter. Und ja, dann gibt es noch eine Sache, die man sich hier merken kann, und zwar bei dem Kabel. Da ist es so, man kann hier auf einer Seite die Kontakte sehen. Und das heißt, die Kontakte zeigen in die Richtung beim Wiederverbinden. Das sollte man sich merken, weil man weiß ja nicht, wie der Lüfter hier geliefert wird. Und ja, beim Einbau ist das genauso. Das muss einfach hier wieder eingefädelt werden. Das ist ein bisschen friemelig manchmal, aber letztendlich auch kein Problem. Genau. Und dann legt man den Lüfter zurück auf die Gewinde. Der wird so ein bisschen hier von oben eingelegt. Und irgendwie schaffe ich es doch tatsächlich jedes Mal, die WLAN-Kabel hier abzureißen. Und ich würde auch empfehlen, macht einfach immer gleich das Kabel vom Lüfter wieder hier rein, den Stecker, verbindet das direkt. Einfach damit man das nicht vergisst. Das ist ärgerlich, wenn man dann den ganzen Kladderadatsch nochmal aufschrauben muss. Und ja, genau, dann kann man das jetzt hier auch gleich mal sehen. Dann machen wir jetzt erstmal das eine Kabel rein, was in meinem Fall echt schwierig ist, weil die Kamera wirklich genau da drüber ist. Und dann drückt man das da oben fest. Genau, man spürt das auch wirklich, wenn die richtig sitzen, dieses kleine Knacksen hier, wenn die sich wieder verbinden, das merkt man sofort. Ja, dann muss man den nur noch wieder verschrauben. Und hier drüben sieht man das übrigens auch, die kleine Führungsöffnung hier. Das heißt, mit der kann man das eigentlich echt perfekt positionieren. Und hier vermute ich mal, dass das eine Schraube von der Unterseite ist, die hier durchgeht und den dann hier nochmal fixiert. Ja, also insgesamt auch echt schnell und einfach zu erledigen. So, Akkueinbau, genauso einfach wie der Ausbau. Auch der hat kleine Hilfsöffnungen hier, an denen man sich orientieren kann. Und da einfach drauf und da einfach drauf und dann sitzt der perfekt. Muss hier nur noch verschraubt werden. Ich schaue mal schnell. Oft ist es geschickter, erst das Kabel wieder zu verbinden oder zumindest schon mal so weit in den Stecker zu bekommen, dass man danach da auch wieder rankommt. Das ist nämlich manchmal echt gar nicht so einfach. Dann einfach wieder verschrauben. Und super wichtig, am Ende nicht vergessen, das Kabel hier wieder richtig zu verbinden. Das muss richtig bis nach hinten drin sitzen, dass das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Und ja, dann kann man das eigentlich auch wieder zumachen. Die Unterseite kommt jetzt einfach wieder genau von oben auf das Gerät und wird nach unten hin festgedrückt. Und auch hier kann man ruhig fest nach unten drücken, auch in der Mitte. Das sind überall Einraststellen. Und ja, ich gehe am Ende auch noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier wirklich nirgendwo mehr Lücken sind, dass man alles zu hat. Gerade hier auch am Laufwerk. Und dann, apropos Laufwerk, auch das muss wieder rein. Genau so.
Ja, und dann muss man nur noch alles wieder zuschrauben und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.